150. Jubiläumsjahr der Alten Nationalgalerie widmen wir uns einer zentralen Figur der deutschen Kunst- und Kunsthandelsgeschichte mit Paul Cassirer, der hier Ende des vorletzten Jahrhunderts seinen Kunstsalon Cassirer gemeinsam mit seinem Cousin Bruno gründete und dafür sorgte, dass wir heute weltweit in Museen Werke hervorragender Qualität haben, die Paul Cassirer durch seinen unermüdlichen Einsatz bekannt gemacht hat. Und all das hat hier in Berlin nach der Jahrhundertwende vor allen Dingen stattgefunden. Er hat es geschafft, den Impressionismus in Deutschland bekannt zu machen. Er hat wiederholt große Künstler ausgestellt und wir feiern diese Ausnahmeerscheinung, die nicht nur die Berliner Kunst- und Kulturszene geprägt hat, sondern die von Deutschland und international. Wir haben einige Werke ausgewählt, die aus verschiedenen Gründen hier nicht zu sehen sein können und haben die KuratorInnen besucht und befragt zur Bedeutung des Werkes. Und das ist in diesen Filmen, die wir hier zeigen, zu sehen. Einer der Künstler, die für Paul Cassirer eine besondere Rolle spielten, war Vincent van Gogh. Tatsächlich förderte Cassirer keinen anderen Künstler vergleichbar intensiv. In einer Ausstellung 1910 war ein Werk darunter, nämlich Daubignys Garten, das sich heute im Hiroshima Museum of Art befindet. Dieses Werk hat auch eine besondere Verbindung zur Nationalgalerie, da es tatsächlich einmal Teil der Sammlung der Nationalgalerie war. Ludwig Justi, der ab 1909 Direktor der Nationalgalerie war, erwarb dieses Werk mit Hilfe der Freunde der Nationalgalerie 1929 für die Sammlung. Er stellte es im Kronprinzenpalais in der Ausstellung für zeitgenössische Kunst des 20. Jahrhunderts aus. Und dort war es wichtiger Teil der Sammlung, bis es 1938 leider die Sammlung wieder verließ im Zuge der Aktion Entartete Kunst, als die Nationalsozialisten Werke moderner Kunst öffentlichen Museen entzogen haben, darunter auch dieses Werk Daubignys Garten. Wir freuen uns, dass wir es in diesem Zuge wieder besuchen konnten, sozusagen am anderen Ende der Welt, und diese Geschichte neu entdecken konnten.この作品はオーベルシュル・オワーズといいまして、ゴッホが亡くなった場所にあたるんですけども、ここに療養のためにやってくるんですけど、その町がもともとシャルル・フランソワ・ドービニといいましてね、ゴッホが若い頃から尊敬してた画家が住んでた町だったんですね。ですから来るとすぐですね、家を訪ねて行くんですが、ただその時にすでに実はシャルル・フランソワ・ドービニ自体は亡くなっているので、その奥様に会ってですね、話をしていると。で実はこの絵の中に書き込まれているのは奥様でございます。でさらにこの作品はですね、右手の方にですね、オーベールの教会まで書かれています。この教会はゴッホ自身がですね、一つのモチーフとして描いた有名な作品があります。さらにその少し上、歩いて5分ぐらいのところにあるのが麦畑がありまして、その麦畑がカラスの群れ飛ぶ麦畑という有名な作品を描いた場所です。日本の人って絵を見るときに単に美しいだけではなくて、そこにいろんな気持ちが乗っかってる絵が好きですよね。ゴッホはですね、気持ちを込めたその場の気持ちですね。でそれは単にですね、喜怒哀楽だけではなくて、あったかいとか涼しいとか不気味だとか、そういうのを絵の中に込めたものですから、日本の人にとってみればすごく分かりやすいといいますか、そういう絵を好んで見る傾向があるので、今でも大変人気があったんだろうと思います。ゴッホは生きてる間はね、全然絵が売れずに、彼の絵が売れ始めるのは1901年パリで開かれたゴッホ展がきっかけだと言われております。その1901年のゴッホ展を見て、本国ドイツベルリンでですね、展覧会を開き続けたのがカッシーラという画商さんです。でその1901年のゴッホ展に実はこの作品は出品をされてますね。でカッシーラが何度かドイツ国内で展覧会をやって、1910年大きな展覧会を実現します。この展覧会をきっかけにですね、ドイツでさらにゴッホ人気が高まると言われており、広島とゴッホと言われる作品で、我々とすればですね、もっともっと多くの人に
楽しんでいただきたいと思っております。Die Camille von Claude Monet ist ein frühes Werk aus dem Jahr 1866. Es war im Salon zu sehen und hat großen Erfolg damals gehabt. Es zeigt eine lebensgroße, elegant gekleidete Pariserin. Im schwarz-grün gestreiften Rock, mit einem Samtjäckchen, mit Pelzverbrämungen. Das war damals der letzte Schrei. Und man spürt, Monet selbst hat dem Bremer Museumsdirektor geschrieben, es ist zwar hier meine Freundin Camille dargestellt, aber es ging mir nicht darum, ein Porträt zu machen, sondern eine typische Pariserin, une Parisienne de cette époque. Sie verkörpert also viel mehr als ein Individuum. Sie verkörpert einen Zeittyp, die Modernität der Stadt Paris. Und deswegen ist das ein sehr modernes Gemälde, auch wenn es zunächst klassischer wirkt. Eigentlich ist dieses Format, das ganzfigurige Frauenporträt, aristokratischen Auftraggebern vorbehalten. Hier sehen wir die einfache Freundin des Künstlers in einer Rolle, die ihr eigentlich nicht zusteht. Das ist das sozusagen latent Subversive und Moderne an diesem Bild. Schon 1898 hatte ein deutscher Journalist dieses Bild in der Galerie Paul Durand-Ruel gesehen und sehr positiv, ja begeistert darüber geschrieben. 1901 wurde das Bild nach Deutschland gebracht und wurde ausgestellt in der Berliner Sezession. Paul Cassirer war maßgeblich im Vorstand der Berliner Sezession engagiert und hat sozusagen wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Bild dort gezeigt wurde, und er zeigte es 2 Jahre später dann in seiner eigenen Galerie in Berlin. 1906 schließlich kam es nach Bremen. Da war hier in Bremen eine große internationale Ausstellung zu sehen und das Bild hatte hier einen ganz großen Auftritt. Zusammen mit 14 weiteren Bildern von Monet konnte man einen Eindruck von dem gesamten Schaffen dieses Künstlers bekommen. Es war im Grunde genommen eine einhellige Meinung, dass dies ein Spitzenwerk ist, obwohl es ein Frühwerk ist, das nicht ganz typisch für diesen Künstler sei. Aber das war zu der Zeit natürlich ein Vorteil, dieses Klassische daran. Gustav Pauli ist der erste wissenschaftlich ausgebildete Museumsdirektor in Bremen. Und Pauli war von dem Bild so begeistert, dass er den Vorstand des Bremer Kunstvereins überzeugen konnte, dieses Werk für Bremen zu erwerben. Als die Camille 1906 zu der großen internationalen Ausstellung nach Bremen geliefert wurde von der Galerie Cassirer, da wurde das Bild ohne Rahmen geliefert. Wieso? Das war eigentlich unüblich. Aber das Werk ist einfach so groß. Es ist unglaublich schwer zu transportieren, man will es nicht beschädigen. Und das ist im Grunde genommen für uns heute der maßgebliche Punkt, warum es nicht nach Berlin reisen kann. Nous sommes ici devant le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est vraiment le premier grand succès de scandale de l'artiste, qui date des tout débuts de sa carrière. Un déjeuner sur l'herbe de personnes qui sont des contemporains de Manet, ça on peut le savoir grâce aux costumes portés par les hommes. Donc les hommes sont vêtus et sont en présence de femmes nues, et cette association de femmes nues avec des hommes vêtus a contribué au grand scandale qu'a fait ce tableau. Mais ce tableau, à la fois par son sujet et par la manière de peindre de l'artiste, a provoqué un refus catégorique de la part du jury. En fait, ce tableau était un tableau que Manet souhaitait présenter au Salon, et il avait déjà été refusé à ce Salon. Manet n'a pas été le seul refusé au Salon de 1863. Les artistes étaient très nombreux à être refusés. Il y a eu une sorte de rébellion de la part des artistes, portée notamment par Manet, et les artistes ont demandé que soit reconsidérée la présence de leurs œuvres au sein de l'exposition. Et l'empereur Napoléon III est allé voir, en fait, alors que le salon officiel était en train d'être monté, il est allé voir toutes les œuvres qui avaient été refusées,
Et il a trouvé que ce serait intéressant de créer un salon des refusés pour que le public, les visiteurs, puissent se faire leur propre opinion sur les œuvres présentées. Ce tableau, d'ailleurs, qui était entouré par 2 autres tableaux de Manet, dont un posé par la même jeune femme, qui vraiment est le centre magnétique du tableau et dont on connaît l'identité. Elle s'appelle Victorine Meurant et c'était le modèle favori de Manet. Et elle a vraiment une façon de poser et de regarder le spectateur, de finalement l'inclure dans une scène où il n'a pas forcément vocation à être présent, qui perturbe beaucoup les visiteurs. Le déjeuner sur l'herbe qui a vraiment associé au nom de Manet l'idée de scandale. Et Manet a construit toute sa carrière autour de grands scandales, mais toujours en exposant, en voulant exposer au salon de manière officielle. Parallèlement, il avait aussi un grand réseau de marchands, de galeristes, parmi lesquels Durand-Ruel, à partir des années 1870, qui a vraiment acheté beaucoup d'œuvres à Manet. Durand-Ruel avait vraiment à cœur de développer son activité en dehors de la France. En Allemagne, il va travailler avec plusieurs galeries. Et finalement, c'est la galerie de Cassirer qui va obtenir le plus de ventes et il va ensuite, Durand-Ruel, s'orienter vers une forme d'exclusivité avec Cassirer. Il envoie donc beaucoup de tableaux de sa galerie chez Cassirer, à tel point que Ambroise Vollard aura pu dire par la suite que sa galerie constituait véritablement une extension de la rue Laffitte à Paris, la rue Laffitte étant depuis le milieu du XIXe siècle la rue dans laquelle se situaient toutes les grandes galeries d'art parisiennes. L'œuvre est exposée chez Cassirer en 1899, mais elle ne trouve pas d'acquéreur. Cassirer cherche à recréer cet effet de scandale et on ne sait pas exactement à quel moment précisément, mais Moreau-Nélaton, qui est un historien de l'art, artiste, qui va rassembler une grande collection d'œuvres, va acquérir le déjeuner sur l'herbe. Et très tôt, il va avoir l'idée d'en faire la donation à l'État français. Il dit, je cite, « Les frères Bernheim-Jeune s'associant à Durand-Ruel et à leurs confrères de Berlin, Cassirer, achetaient en bloc les 35 tableaux ou pastels formant la collection Pellerin. La collection Faure, dont provient le déjeuner sur l'herbe, n'était pas moins avidement entamée par la gourmandise teutonique. Le bon boc était expédié à Berlin où le vorace Arnold s'emparait de lui. » Et donc on perçoit dans ces écrits de Moreau-Nélaton toute cette rivalité, enfin du moins cette urgence qu'il perçoit à retenir les œuvres de Manet qui sont achetées sur le marché allemand et aussi américain. Moreau-Nélaton a stipulé que les œuvres qu'il donnait à l'État français ne pourraient pas quitter les musées français. Donc c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Berlin pour l'exposition Cassirer. Mais grâce à cela, tous les visiteurs du musée d'Orsay, lorsqu'ils viennent, sont assurés de voir le déjeuner sur l'herbe sur nos murs. Das Mondfeld von Vincent van Gogh ist ein ganz typisches Werk für diesen Künstler. Es ist 1889 gemalt worden in Saint-Rémy. Damals war Van Gogh in einem Kloster. Das war eine Heilanstalt, denn er hatte sich vorher in Arles am Ohr verletzt. Er hatte Krankheitsschübe gehabt. Und dieses Bild zeigt, was er sah, als er nur wenige Schritte die Klostermauern verlassen hat. Links sieht man diese gelbe Mauer mit dem kleinen Häuschen. Das sind die Einfriedungen des Klostergeländes. Und da sieht er in diese grünende, blühende Natur. Der Mohn blüht auf den Feldern. Entscheidend ist, dass Van Gogh auf den Himmel verzichtet und das gibt dem Bild trotz aller Tiefe wieder etwas Abgeschlossenes. Und man merkt an diesem Bild, dass Van Gogh keineswegs einfach nur malt, was er vor sich sieht, sondern dass er Bilder auch kontrolliert verändert. Cassirer war zentral für das Bekanntmachen dieses Künstlers in Deutschland. Dazu gehörten sozusagen neben dem Kunstschriftsteller und dem Galeristen auch Sammler, die progressiv waren und diese Bilder dann auch kauften.
Gustav Pauli in Bremen entwickelt den Wunsch, selbst für das Museum ein Werk von Van Gogh zu kaufen. Und er bittet Cassirer Ende 1910, ihm einige Werke zur Ansicht zu schicken. Die werden dann in der Kunsthalle Bremen präsentiert und die präsentiert er dann auch dem Kunstvereinsvorstand. Tatsächlich gelingt es ihm, den Vorstand zu überzeugen und man entscheidet sich für das Mondfeld. In diesem Kunstvereinsvorstand war damals noch Carl Finnen. Pauli und Finnen haben das ausdiskutiert, aber die sind nicht mehr zusammengekommen. Die haben sich darüber entzweit. Und das führte letztlich dazu, dass im Januar 1911 Carl Finnen seinen Standpunkt in 2 großen Artikeln in der Weser-Zeitung in Bremen veröffentlicht hat. Nachdem Finnen Protestartikel Bremen publiziert hatte, griffen auch überregional viele Zeitungen und Zeitschriften das Thema auf und das verbreitete sich wie ein Flächenbrand in ganz Deutschland. Schließlich hat Finnen dann eine Publikation gemacht. Ein Protest deutscher Künstler hieß sie und darin haben über 130 Künstler vor allem, aber auch Kritiker ihre Argumente gegen den Ankauf französischer Kunst für deutsche Museen zusammengesammelt. Wenig später erschien dann die Antwort auf den Protest deutscher Künstler. Darin haben Künstler, Galeristen und Museumsleiter den Ankauf des Mondfeldes verteidigt. Sie haben Gustav Pauli verteidigt. In diesen Publikationen, daran kann man einfach sehen, wie enorm brisant die ganze Debatte war. Und deswegen verbindet man das Ganze mit diesem Jahr 1911, obwohl die Argumente alle schon seit einigen Jahren zirkulierten. Aber hier, der Ankauf des Mondfeldes war praktisch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und Pauli, der Museumsleiter in Bremen, fand sich plötzlich im Mittelpunkt dieser Debatte. Was sind die wichtigsten Argumente, die Gegner des Ankaufs des Mondfeldes anführen? Sie haben Angst, dass zu viel Geld für französische Kunst ausgegeben wird und nicht mehr genug Mittel für den Ankauf ihrer eigenen Werke übrig bleiben. Das ist nicht korrekt, denn es waren eine Handvoll französische aber Meisterwerke, die er erworben hat. Und im Unterschied dazu waren es mindestens 10-mal so viele deutsche Gemälde, die im selben Zeitraum angekauft wurden. Also es war eine ganz starke Übertreibung. Und es gibt noch ein Argument, dieses Antifranzösische. Wir befinden uns im Jahr 1911. 1914 wird der Erste Weltkrieg beginnen. Und eine Spannung zwischen Frankreich und Deutschland liegt schon seit Jahren in der Luft. Also auch vor diesem nationalistischen Gedankengut muss man die gesamte Debatte immer wieder sehen. Das Mondfeld ist sozusagen das berühmteste Gemälde der Kunsthalle Bremen. Selten können wir es mal ausleihen, denn darüber hinaus ist auch dieses Bild höchst fragil. Die Farbe ist so dick aufgetragen, dass sie an manchen Stellen bis heute noch nicht völlig durchgetrocknet ist. Zum Teil direkt aus der Tube. Und Sie können sich vorstellen, dass eine so dicke Farbkruste mit so einem starken Relief in der Oberfläche äußerst empfindlich ist. Deswegen bitten wir Sie um Verständnis, dass das Bild in Bremen bleiben musste. Renoir's painting Luncheon of the Boning Party is this amazing gathering of people around the table having a meal. The setting is a wonderful restaurant on the banks of the Seine, just outside of Paris in Chatou. He's celebrating these moments of leisure that were so important and still are so important in our lives today. The bonds of friendships. You have an amazing group of 14, all of whom were friends of Renoir himself, and a dog. And to this day, it is celebrated as this incredibly iconic painting of Renoir that has really stood the test of time as being one that is a magnet. The Luncheon of the Boating Party has a wonderful history of being shown abroad. It was shown in Paris because the Durand-Ruel's gallery, of course, was based in Paris. He sends it to New York. In 1901, there's another moment in time where Durand-Ruel arranges with the gallerist in Germany, Paul Cassirer,
to show The Luncheon of the Boating Party along with 20 other works by Renoir in a group exhibition at the new gallery that they had opened called the Kunstsalon in Berlin. And this was really a very important early moment in exposing German audiences to Impressionism, to Renoir in particular. Renoir, of course, is the anchor. He's shown with the largest number of works, but Cassirer is also quite astute, and he makes sure that among the other artists included are two leading proponents of German Impressionism, Max Liebermann and Max Slivogt. And I think that this idea of being able to see the way Impressionism was fostering these cross-cultural dialogues was so important. It was a movement that was really inspirational across both the US and parts of Europe, inclusive of Germany. And so being able to juxtapose Renoir with these German Impressionists was really a way to demonstrate the movement's international scope. What I love about thinking about Renoir vis-a-vis Germany, and then we can bring it to the Phillips and the journey vis-a-vis the United States, just through this one example of the incredible story of the Luncheon of the Boating Party. This work became kind of this ambassador for promoting the artist's work. And the idea being that Impressionism is such an international movement and that the market was so internationally driven. For us, when Duncan Phillips bought that painting, he said it was going to be the painting that people would make a pilgrimage to come and see. People still are making that pilgrimage during the course of time when it was being shown across both sides of the Atlantic. Renoir's work, the Impressionist work, was starting to really grow and be appreciated, and we see that these moments in art history are not in a vacuum. So I love the fact that one of our former directors, Charlie Moffat, in his essay speaks about how this painting is the epitome of this notion that art transcends geography, time, cultures, languages. And that's, I think, really what this idea of thinking about Impressionism is all about, that it is so much more than just this one moment, and we sort of trace those Impressionist exhibitions that happened from the 1870s into the 1880s, that you can sort of see the ripples and the way that the rise of Impressionism was so deeply international and impactful all around the world.